Hi ihr Lieben, ich bin die Jacqueline von Meckermats Traveling und der Camper ist ja jetzt fertig und darum wollte ich euch jetzt mal so eine kleine Roomtour zeigen. Starten wir einfach los. Falls ihr euch jetzt fragt im Laufe des Videos, warum das in zwei verschiedenen Zeiten aufgenommen ist, ich habe das ganze Video schon mal aufgenommen und irgendwie kam kein Ton. Deswegen muss ich jetzt nochmal alles aufnehmen und manches ist dann quasi vom Alten und manches ist vom Neuen, wo ich nur eine Voice-Over drüber gelegt habe. Genau, aber jetzt starten wir einfach los, gehen wir rein. So ihr Lieben, also hier ist der Camper. Zum Sitzen habe ich hier mein Polster. Das ist hier immer festgemacht mit dem Spanngurt, damit es nichts verrutscht, wenn ich Auto fahre. Und so kann ich es aufklappen. Ich meine, es ist wirklich sehr eng. Ich komme gerade so rein und stehe auch ein bisschen an. Ohne Polster wäre es besser. Aber das ist ja auch zum Schlafen und das soll es bequem sein. Genau, dann kann ich mich hier so hinchillen, habe hier meinen Tisch. Eigentlich war es ja geplant, dass der hier weitergeht. Funktioniert auch, kann ich hochmachen. Allerdings hat es sich bewährt, dass ich es so lasse, weil dann habe ich hier meinen Wasserkanister, den ich vor und zurückschieben kann und dann hier unten eben Tassen und Schalen und so drunter stellen kann und mir dann Wasser zapfen kann. Und außerdem ist hier dann auch diese, habe ich auf der anderen Seite quasi noch einen Nachttisch oder irgendwas zum Draufstellen. Hat sich eigentlich viel praktischer bewährt, als wie wenn alles auf einer Höhe wäre. Genau, dann zeige ich euch jetzt die Küche. Ach ja, was ich noch sagen wollte, ich habe mir hier noch so eine Box gebaut, die kann ich hier so rausziehen. Die ist jetzt drüben hier festgeschnallt. Da kann ich auch noch einiges reinmachen, funktioniert aber nur, wenn ich alleine unterwegs bin. Wenn jemand dabei ist, kommt ja dieser Tisch runter, damit wir hier eine Fläche haben und damit man dann zu zweit auch hier drinnen schlafen kann. So, die Küche muss man hier aufmachen, damit es nicht aufgeht beim Fahren. Also hier müsste ich auch noch was hinmachen auf der anderen Seite. Genau, dann kann man hier aufmachen. Dann habe ich hier meinen Kocher. Den muss ich natürlich dann umdrehen. Kann ich dann hier meine Töpfe drauf tun, die hier drin sind. Genau, und kochen. Dann habe ich eben hier alles Mögliche an Geschirr, Besteck, Essen, quasi Gewürze habe ich noch drinnen. Egal, alles was ich halt so dabei brauche. Ich habe jetzt das meiste nicht dabei, weil ich ausgeräumt habe, aber im Normalfall ist hier Essen drin und hier hat man auch noch mal Platz. Da sieht man gar nicht hin. Genau, hier hat man auch noch mal ein bisschen Platz zum Sachen reintun. Genau. Das war eigentlich die erste Box schon. Machen wir wieder zu. Also wenn man das Bett später aufbaut, lassen wir offen. Dann muss hier offen sein, weil sonst kriegt man das nicht raus. Aber das zeige ich euch gleich. Jetzt erst noch die Kühlbox. Die ist hier. Genau, hier ist eigentlich gar nicht viel zu sagen. Das Kabel ist irgendwie immer schlecht. Auf jeden Fall kommt dann hier Getränke, alles was kühl bleiben muss rein. Klar. Dahinter war eigentlich gedacht Grauwasser. Hat nicht so funktioniert, weil ich kriege das Teil nicht raus, ohne den Kühlschrank auszubauen. Das heißt für mich, ich habe das dann nicht da reingefüllt, sondern in Wasserflaschen, alte und sonstiges. Hat auch funktioniert, ist aber nicht die Endlösung. Also da muss ich mir noch mal was Besseres ausdenken.
Dann habe ich hier den Kühlschrank angesteckt, wenn ich fahre, damit ich nicht so viel Strom verbrauche. Und wenn ich nicht fahre, dann wird er hier angesteckt. Ich habe hier quasi meinen Strom, muss ich einschalten und dann kann ich laden. Genau. Hier habe ich dann auch noch Steckdosen. Natürlich muss man dann erst hier einschalten und dann kann ich hier meinen Strom verwenden. Aufgeladen wird es dann auf der anderen Seite drüben. Zeige ich euch gleich. Genau, entweder über den Stecker oder ich habe auch so ein faltbares Panel noch für also Solarpanel. Das stecke ich dann meistens hier in die Frontscheibe rein oder draußen. Kann ich euch bloß gerade nicht zeigen. Vielleicht habe ich Fotos, dann blende ich euch die ein, weil ich die verliehen habe. So, hier ein bisschen Chaos, weil hier sind meine Tischverlängerungen, die ich aber irgendwie nie hernehme. Also vielleicht mache ich die wieder raus. Hier wird der Strom angesteckt, hier ist der FI, da sind die Stromkabel und hier kommt man dann in den Stromkasten rein. Genau, im Stromkasten drinnen sieht man dann einfach die Batterie, den Spannungswechsler und die ganzen Anschlüsse. Also wie gesagt, davon kenne ich mich nicht aus und deswegen erzähle ich da jetzt auch nicht viel. Genau. Auf der anderen Seite drüben ist ja das Bett und darunter ist auch nochmal eine Box. Und in die Box kann man dann auch noch einiges reintun. Genau, das zeige ich euch jetzt. Genau, hier habe ich ja auch noch eine Box. Die kann man hier öffnen. Dann kann man hier ganz viel Zeug reintun. Genau, das war eigentlich geplant für mein Nähzeug und Hobbyzeug, aber ich war ja so, ja, war auch alles drin. Das hat auch so lange deswegen zum Packen gedauert. Allerdings habe ich nie was ausgepackt davon. Also die Box war für mich voll überflüssig, weil ich war jeden Tag unterwegs bis abends und dann war ich fix und fertig und hatte keine Zeit mehr für weder Videos drehen noch irgendwelche anderen Hobbysachen wie Nähen, was eigentlich geplant war. Genau, hier habe ich einen kleinen Konstruktionsfehler, weil die Tür nicht ganz aufgeht, nur diesen kleinen Spalt hier. Ja, das hätte ich anders machen müssen, zum Beispiel zwei Türen machen. Aber man kann es ja von oben öffnen, deswegen ist es nicht so tragisch. Genau, so sieht das jetzt noch von oben aus. Da kann man einen Haufen Zeug noch reintun. Wenn man zu zweit ist, wenn die andere Box weg ist, dann ist das, glaube ich, ganz gut als Stauraum. So, weiter geht's mit meinem Schlafsetup. Ich habe hier eine Lichterkette. Die wird über Solar betrieben, was ziemlich cool ist. Also die ist echt so das Tollste überhaupt eigentlich hier drinnen. Also abends, wenn du da so eine so einen Sternenhimmel quasi hast, also nicht wirklich, aber es sieht total süß aus und schön und ich brauche kein extra Licht. Super cool. Übrigens habe ich die Lichterkette manchmal auch als Wäscheleine hergenommen, weil wenn man See oder so springt und dann hat man die nassen Sachen und wo hängst die auf, war echt praktisch, dann einfach hier den Bikini und das Handtuch und so drüber zu hängen. Dann verdunkle ich die Fenster. Ich habe hier schon mal eins hingemacht. Da habe ich ja auch ein extra Video dazu gemacht. Die habe ich hier drunter versteckt. Da passen sie gut rein. Und dann werden sie eben einfach hingeklipst. Wenn ich alleine bin, nur die 4 Fenster, also hinten. Und dann mache ich vorne den Vorhang zu. Und dann bin ich eigentlich ziemlich isoliert quasi. Also ich habe dann eine kleine Kabine für mich. Es ist blickdicht. Ganz cool.
Genau, und so weiter. Also hier noch zumachen. Dann habe ich alles dicht. Dann kann ich das Bett ausziehen. Und das Kabel weg. Upsi. Hier, dann steige ich hier drauf, um es auch hier auszuziehen. Dann habe ich hier meine Fläche. Also es schaut sehr klein aus, aber für mich reicht es vollkommen. Und dann stopfe ich das hier rein. Die Schuhe sind gerade störend. Also kommen wir mal da rein. Und dann kommt das hier rein. Das Problem ist jetzt gerade, weil die raussteht, ist das gerade ein bisschen eng. Aber man kriegt es auch so rein. So. Also normal schaut es ein bisschen besser aus, wenn ich die reinmache. Genau, und dann habe ich hier, Moment, Kabel raus, damit ich weiterkomme. Dann habe ich hier Bettwäsche, Wolldecke, Schlafsack, für jede Temperatur das Richtige. Und mein Schaffell, das kann ich wegtun oder da lassen, je nachdem, ob es kalt ist oder nicht. Ja, das ist mein Schlafsetup. Hier an den Füßen ist ein bisschen eng, wenn ich mich komplett ausstrecken will. Funktioniert zwar. Allerdings hat die Klappe hier oben noch so ein 10, 5 cm, 10 cm, ich weiß nicht, Überhang. Und da kann ich meine Füße noch drauf tun und dann kann ich mich auch richtig ausstrecken. Für meine Größe, ich bin 1,58 glaube ich, reicht es vollkommen. Für jemand anders muss ich halt dann, wenn ich jemand dabei habe, muss ich vorne noch erweitern, den Tisch runter machen. Ich zeige euch das jetzt mit den alten Aufnahmen, weil das ist ganz schön, ja, es nervt ein bisschen, den Tisch rauf und runter zu machen. Deswegen mache ich da jetzt einfach nur noch ein Voice-Over drüber, sorry, aber ja, genau. Und wenn ich dann mit jemand zusammenreise, dann mache ich den Vorhang wieder auf und mache dafür vorne auch so Fensterabdichtungen rein, weil dann, weil sonst würden wir ja da nicht verlängern können. Genau das meinte ich hier. Also ich kann hier auch die Füße noch hier drauf tun. Ganz cool. Und was ich auch noch sehr, sehr cool finde, ist dieser Knopf hier. Der ist ja normal nicht im Auto drinnen. Man könnte nämlich die Heckklappe normalerweise nicht öffnen. Wenn man das machen will, muss man hier alles aufmachen und dann eben so eine Elektrik, also die Elektrik ein bisschen umbauen. Das hat auch der Papa gemacht, deswegen kann ich es euch nicht erklären. Es gibt aber ein YouTube-Video hier irgendwo. Auf jeden Fall klappe ich hier drauf und schon, juhu, kann ich die Heckklappe öffnen. Und das ist wirklich, gibt es normal nicht. Und es ist wirklich so eine Erleichterung. Würde ich jedem nur empfehlen. Genau, hier seht ihr die Seite, wo Bettzeug drin ist. Es hält auch, wenn ich aufmache, lustigerweise, es fällt nichts raus. Hier drunter habe ich dann noch einen Campingstuhl. Wenn ich den aber raustun will, muss ich das entfernen, sonst fliegt es weg. Gehen wir noch mal ein Stück runter. Moment. Genau hier. Hier habe ich ja das Podest gebaut. Und darunter habe ich auch noch mal schön Stauraum. Da habe ich jetzt zum Beispiel Klappspaten und Sauermachzeug wie Besen und Schaufel drin. Und ja, was sonst noch so schnell erreichbar sein muss, kommt da unten rein. Oder auch nicht schnell erreichbar. Auf jeden Fall ist der Platz auch noch ganz cool. Genau, hier vorne habe ich dieses Solarteil für die Lampen drin. Da hinten kann man an- und ausschalten, je nachdem, ob man Licht haben will oder nicht. Ja, wenn keiner mitfährt, stecke ich mir das einfach da rein. Da lädt es immer ganz gut. Ansonsten muss man sich halt einen anderen sonnigen Platz suchen. Übrigens habe ich hier so magnetische Haken.
Die kann man sich hier einfach ans Fenster hängen. Und dann kann ich hier die Jacke aufhängen. Schlechtes Beispiel auf dieser Seite, weil hier ja die Bettwäsche ist. Aber auf der anderen Seite war das Licht scheiße. Also da hat man gar nichts gesehen. Deswegen hier echt praktisch so magnetische Haken. Würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr noch Kleinigkeiten aufhängen wollt. Genau, wenn dann jemand mit soll, dann muss ich diese Box hier entfernen. Ist ein bisschen schwierig, weil alles sehr eng ist. Ich muss erst das Polster hier wegtun, aber dann geht es ganz gut. Die bleibt dann daheim. Genau. Dann muss ich hier diese 4 Schrauben lösen. Das ist auch ein bisschen friemelig, deswegen werde ich das jetzt ein bisschen überspringen. Und dann ist der Tisch auch schon unten. Und dann haben wir das alles in einer Höhe. Und dann kann man auch zu zweit ganz gut drin schlafen. Aber wie das funktioniert, zeige ich euch gleich. So, Vorführeffekt, natürlich klemmt es jetzt auch noch da hinten. Mal gucken, ob ich das jetzt auf die Schnelle wegkriege. Okay, nee, das dauert jetzt ein bisschen. Ich mache das mal und dann sehen wir uns wieder. So, jetzt ist es gerade, ihr seht, das ist ein ziemlicher Eck gewesen. Deswegen würde ich, wenn ich fahre, wirklich das unten lassen. Und den Tisch quasi weglassen, beziehungsweise einfach diesen Tisch einzeln rausnehmen und dann draußen essen. Das geht ja natürlich auch. Habt ihr da vielleicht einen Tipp für mich, wie ich das verbessern könnte? Genau, dann ziehen wir das raus, ist vorne genauso und dann haben wir eigentlich schon die gerade Fläche für 2 Personen. Da müssen nur noch die Polster hin. Und wenn man zu zweit fährt, müssen die Polster auf der anderen Seite auch befestigt werden oder alles auf eine Seite. Da es aber natürlich dann noch nach vorne lang werden muss, werden jetzt dann noch die Sitze umgeklappt und dann eben vorne die Verlängerung drauf. Das machen wir jetzt. So, auf der Beifahrerseite geht es ganz einfach mit dem Umklappen. Auf der Fahrerseite ist es ein bisschen komplizierter, weil da das Lenkrad im Weg ist. Also da muss ich auch wie heißt denn das Kopfteil hier wegmachen, damit es gerade wird. Und dann noch bis ganz hinter, das geht etwas streng. Aber ich glaube, ich hätte es auch gar nicht ganz runter machen müssen, weil später muss ich die Höhe eh noch anpassen, wenn ich die Verlängerung dran habe. So, wenn ich zu zweit reisen würde, hätte ich das jetzt schon angeschraubt. Und ich zeige es euch jetzt auch nur so schnell, also ich schraube es jetzt nicht wirklich an, weil dafür gibt es ein extra Video. Ich habe hier Löcher und da wird es einfach reingesteckt, so quasi. Dann habe ich hier diese Dübel und in die Dübel kommt dann die Verlängerung drauf. Also quasi kann man das hier ausbreiten. Au. Aufpassen auf die Finger. Und dann wird es hier einfach auf die Dübel drauf gesteckt. Und schon hätte man hier parallel quasi die Verlängerung nach vorne. Und dann muss man natürlich die Sitze noch auf die Höhe einstellen. So ein bisschen höher, damit es gerade bleibt. Und dann ist eigentlich die ganze Fläche fertig. Also hier quasi dann wieder ausziehen noch. Tada! Und dann kann man sich hier hinlegen. Genau. Und das war es eigentlich auch schon. Dann eben noch die Polster drauf und dann kann man zu zweit hier liegen. So ihr Lieben, das war's auch schon. Ihr habt gesehen, alleine ist es ziemlich schnell alles aufgebaut. Zu zweit dauert es ein bisschen länger. Aber die Mühe ist es, glaube ich, wert. Wenn euch das Video gefallen hat, schaut euch gerne die ganze Camper-Serie an.
Also ich zeige ja in jedem Video einen anderen Teil hier, wie ich die Polster nähe, wie ich die Boxen nähe, mache, wie ich die Abdeckungen mache. Alles eigentlich außer die Elektroboxen, weil die habe ich nicht selber gemacht. Elektrik, da traue ich mich nicht hin. Das hat mein Papa gemacht und der kann nicht so gut erklären, dass ich das jetzt als Video aufnehmen hätte können. Beziehungsweise er hat es auch teilweise gemacht, während ich arbeiten war, an seinem freien Tag. Und genau, dafür kenne ich mich auch zu wenig aus. Und deswegen habe ich alles gezeigt, außer eben das. Und ja, das war's auch schon und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und im nächsten Video geht es dann hoffentlich los auf Reisen. Ich freue mich. Bis bald. Ciao.